Herzlich willkommen zu unserer Online-Führung im Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst. Ich bin Viktoria Ryabova. Heute zeige ich Ihnen unseren historischen Saal. Dieser Saal ist das Highlight unseres Museums. Das Geschehen in diesem Saal beendete den Zweiten Weltkrieg in Europa. Wir kennen dieses Ereignis als Victory Day, als Tag der Befreiung, als Den Победы oder Jour de la Victoire. Es wird in einigen Ländern am 8. Mai gefeiert, in anderen Ländern am 9. Der Zweite Weltkrieg war der bisher schlimmste Krieg in der Geschichte der Menschheit. Mit 62 Millionen Toten, mit Abertausenden zerstörten Städten und Dörfern. Und hier in diesem Saal wurde dies am 8. Mai 1945 beendet. Von da an wurde zumindest in Europa nicht mehr geschossen und es fielen keine Bomben mehr vom Himmel. Hier ist das Folgende passiert. In einem etwa dreiviertelstündigen nüchternen Festakt wurde eine Urkunde unterzeichnet, die das Kriegsende in Europa besiegelte. In dieser Vitrine kann man die Urkunde sehen. Die Urkunde gibt es in einer russischen, einer englischen und einer deutschen Fassung. Wir nehmen das deutsche Exemplar und schauen es uns genauer an. Worum es geht, steht im ersten Punkt. Bedingungslose Kapitulation. Das ist kein Begriff aus unserem täglichen Leben. Was genau ist eine bedingungslose Kapitulation? Früher sagte man dazu, sich auf Gnade oder Ungnade zu ergeben. Natürlich auf die Gnade oder Ungnade der Sieger. Wer aber kapituliert? Die kapitulierende Seite ist das Oberkommando der deutschen Wehrmacht. Die Fahnen des Siegers hängen an der Stirnseite des Saales. 3 Fahnen können Sie leicht erkennen. Die der USA, Frankreichs und Großbritanniens. Die rote Fahne gehört zur Sowjetunion. Sie sind die 4 Sieger. Gesiegt hat genau genommen die ganze Anti-Hitler-Koalition. Und diese 4 Länder waren die 4 wichtigsten Mitglieder. 4 Länder, aber 2 militärische Blöcke. Die Rote Armee zur Sowjetunion, die alleine an der Ostfront gegen das Deutsche Reich gekämpft hat. Und die sogenannte Expeditionsstreitkräfte der Westalliierten. Frankreich allerdings ist Mitglied der Anti-Hitler-Koalition erst im Jahr 1944 geworden. Es hatte kapituliert und war teilweise von dem Deutschen Reich besetzt. Für die Westalliierten war die Koalition mit der Sowjetunion eine Verbindung nur zum Zweck der Niederschlagung des gemeinsamen Feindes. So unterschiedlich waren die beiden Seiten. Das Vorgehen der deutschen Seite an der Ostfront und an der Westfront war auch sehr unterschiedlich ausgerichtet. Bei der Kriegsführung im Westen hat man sich einigermaßen an internationale Normen gehalten, während im Osten ein barbarischer Vernichtungskrieg geführt wurde. Seit 1943 forderte die Anti-Hitler-Koalition die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Die Nazi-Regierung antwortete darauf mit der Erklärung des totalen Krieges. Das bedeutete, sich nicht zu ergeben, bis zum Untergang zu kämpfen, koste es, was es wolle. Im Frühjahr 1945 war die Lage des Deutschen Reiches aussichtslos. Am 6. April begann der Sturm der Roten Armee auf Berlin. 10 Tage später trafen sich sowjetische und amerikanische Truppen an der Elbe. Berlin fiel am 2. Mai, der Krieg war militärisch zu Ende. Noch während der Straßenkämpfe in Berlin beging Hitler Selbstmord. Er hatte vorher noch Großadmiral Dönitz zu seinem Nachfolger ernannt. Dönitz ist weiter Hitlers Linie gefolgt und hatte weiter kämpfen lassen. Aber am 2. Mai standen die Westalliierten quasi schon vor seinem Hauptquartier. Deswegen unternahm er Folgendes. Er schickte seine Delegierte zunächst zum britischen Hauptquartier und danach in die französische Stadt Reims zu dem Hauptquartier des Westalliierten Expeditionskorps unter dem Kommando des amerikanischen Generals Eisenhower. Es war ein Versuch, einen Waffenstillstand nur gegenüber den Westalliierten zu erreichen. Bei einer Fortsetzung des Krieges an der Ostfront hätten die deutschen Truppen sich nach Westen zurückziehen können, um nicht in die sowjetische Kriegsgefangenschaft zu geraten. Die Angst vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft war groß, aus der Logik heraus. Wenn sie uns das selber antun, was wir ihnen angetan haben, dann... Doch der Versuch, die Anti-Hitler-Koalition zu zersplittern, funktionierte nicht. General Eisenhower zwang die deutsche Delegation in Reims, die bedingungslose Kapitulation an allen Fronten, auch an der Ostfront, zu unterschreiben. Für die deutsche Wehrmacht unterschrieb Generaloberst Jodl das Dokument am 7. Mai
1945 um 2 Uhr nachts vor der Vertreter aller verbündeten Truppen. Da ist er auf dem Foto. Er war zwar der Stabschef der Wehrmacht, aber eben auch ein Offizier ohne Befehlsgewalt über die kämpfende Truppe. Es bestand ein Risiko, dass die Armee das nicht akzeptiert. Deswegen haben die Alliierten in Reims gemeinsam festgelegt, dass die Kommandierenden der 3 Waffengattungen der Wehrmacht, Heer, Marine und Luftwaffe, die Kapitulation bestätigen müssen. Jodl musste noch in Reims zusichern, dass sie dies in einem zweiten Kapitulationsakt im sowjetischen Hauptquartier tun werden. Und zwar spätestens am 8. Mai. Das hatte die deutsche Seite doch noch aushandeln können. Die Kapitulation sollte also nicht sofort in Kraft treten, sondern am 9. Mai um 0 Uhr deutsche Sommerzeit oder, was dasselbe ist, am 8. Mai 23 Uhr mitteleuropäische Zeit. Diesen Aufschub wollte die Regierung Dönitz nutzen, um möglichst viele Soldaten und Zivilisten nach Westen zu befördern. Das sowjetische Hauptquartier lag in der Hauptstadt des Dritten Reiches, in Berlin, in diesem Gebäude im Stadtteil Karlshorst. Das war der Stabsitz des neu ernannten Oberkommandierenden der Roten Armee, Marschall Zhukow, dem Eroberer Berlins. Es war also ein symbolisch wichtiger Ort. Vorteilhaft war, dass das Gebäude nicht zerstört war. Es war sogar ein ganzer nicht zerstörter Militärkomplex. Am 8. Mai kommen die Vertreter der Westalliierten nach Berlin. Sie kommen mit dem Gedanken, jetzt ist aber tatsächlich Schluss. Alle sind in feierlicher Stimmung. Die britische, französische und US-amerikanische Presse haben die Kapitulation schon verkündet. In den USA, in Großbritannien und in Frankreich feiern die Menschen auf den Straßen. Am 8. Mai kommen also die britischen und US-amerikanischen Vertreter in Berlin-Tempelhof an. Luftmarschall Tedder aus Großbritannien, der das Kapitulationsdokument gemeinsam mit Marschall Zhukow entgegennehmen wird, und der US-amerikanische Luftwaffengeneral Spaatz, der als Zeuge unterschreiben soll. Es gibt einen feierlichen Empfang, eine kleine Militärparade und ein blumengeschmückter Triumphbogen auf dem Weg. Etwas später kommt die deutsche Delegation in einem US-amerikanischen Flugzeug an. Das sind Generalfeldmarschall Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht und des Heeres, Admiral von Friedeburg, Chef der Marine und Generaloberst Stumpf als Vertreter des Oberbefehlshabers der Luftwaffe. Sie sollen die Kapitulationsurkunde unterschreiben. Später kommt der Kommandeur der französischen Truppen, General Delattre de Dessigny. Er soll die Kapitulation als Zeuge unterschreiben. Delattre inspiziert den Saal, findet hier an der Wand keine französische Fahne vor und fordert, eine aufzuhängen. Die sowjetischen Vorbereitungsoffiziere sind verblüfft. Sie haben mit keinem Vertreter Frankreichs gerechnet und sie haben gar keine französische Fahne. Da es keine französische Fahne gibt, wird schnell eine genäht und an der Wand befestigt. Zhukow lädt die westalliierten Vertreter zum Tee ein und bespricht mit ihnen den Ablauf der Zeremonie. Der Text der Kapitulation soll auf Englisch, Russisch und Deutsch ausgefertigt werden. Im westalliierten Hauptquartier in Reims war der Text nur auf Englisch verfasst worden. Die sowjetische Seite möchte kleine Änderungen im Text. Bis alles abgesprochen und übersetzt ist, dauert es fast bis Mitternacht. Also kurz vor Mitternacht betreten Zhukow, Tedder, Latre und Spaatz den Saal. Sie nehmen an großem Tisch Platz. Dann dürfen Angehörige der alliierten Militärstäbe, Geheimdienstler, Übersetzer und Journalisten den Saal betreten. Es herrscht Gedränge und riesige Aufregung. Jeder will einen guten Platz ergattern. Hier standen längere Tische in der Länge des ganzen Saals. Zhukow hält eine kleine Einführung und ordnet an, die deutsche Generäle hereinzubringen. Tedder wiederholt den Befehl auf Englisch. Die deutschen Generäle treten ein und nehmen Platz. 3 Plätze am Eingang sind für sie reserviert. Sie bekommen 3 Fragen gestellt. Haben Sie den Text gelesen? Sind Sie bereit, das zu unterschreiben? Haben Sie die Vollmacht dafür? Also gemeint eine Vollmacht der Regierung Dönitz. Sie antworten auf alle diese Fragen mit Ja und warten darauf,
da sie die Kapitulationsurkunde an ihrem Tisch bekommen. Zhukov fordert aber die Deutschen auf, zu der schmalen Seite seines Tisches zu kommen, um zu unterzeichnen. Von da nach da. Dafür sollen sie aufstehen. Es gibt 5 Exemplare, 3 auf Englisch, 1 auf Deutsch, 1 auf Russisch. Die deutschen Vertreter unterschreiben alle 5. Danach unterschreiben Zhukov und Teder. Spatz und Tassigny unterschreiben als Zeugen. Hier sind alle Unterschriften. Nach der Unterzeichnung der Urkunde darf die deutsche Delegation den Saal verlassen. Es ist der 9. Mai 0:45 Uhr deutsche Sommerzeit oder aber 23:45 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ist das nun 9. oder 8. Mai? Alle Dokumente wurden mit dem 8. Mai 1945 unterzeichnet. In Washington und London, es heißt im Westen, es ist noch 8. Mai. In Moskau schon 9. Mai 1:45 Uhr. Welches Datum ist das richtige? Oder sind beide Daten richtig? Die Anspannung im Saal ist vorbei. Alle umarmen sich, sowjetische Offiziere weinen. Telegramme werden nach Moskau, Paris, Washington und London geschickt. Ein Kurier soll am frühen Morgen das russische Exemplar mit einem Sonderflugzeug nach Moskau bringen. Zhukov lädt alle zum Bankett ein. Ein Blasorchester spielt, bis 7 Uhr morgens wird es getrunken, gesungen und getanzt. Die deutschen Generäle kehren unter Bewachung nach Flensburg zurück. 2 Wochen später wird die Regierung Dönitz aufgelöst. Die Mitglieder der Regierung werden verhaftet. Am Morgen des 9. Mai erfahren die Sowjetbürger von der Kapitulation. Überall im Land wird gefeiert. Der Zweite Weltkrieg hat die Sowjetunion besonders stark betroffen. 27 Millionen Menschen sind ums Leben gekommen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der 9. Mai in der Sowjetunion bis zu ihrem Zerfall der wichtigste Feiertag war. Diese Tradition ist in der Russischen Föderation und einigen Nachfolgestaaten geblieben. Man kann die Ereignisse in Karlshorst in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai ganz formal verstehen. Eine Urkunde besiegelte das Kriegsende. Man sollte sie aber auch als den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus sehen und feiern. Wir im Museum feiern jedes Jahr am 8. Mai das Kriegsende in Europa. Tausende Menschen aus verschiedenen Ländern sind unsere Gäste. Jedes Jahr am 8. Mai um 23 Uhr stoßen wir hier in diesem Saal auf das Frieden an. Wir hoffen, dass wir diese Tradition nach der Corona-Zeit fortführen können und laden alle herzlich dazu ein.